Ich muss mich outen. Telecaster, also damals, ne? Ich fand die Telecaster die hässlichste Gitarre, die jemals ein Hersteller hergestellt hat. Ja, sorry, Leo Fender. 40 Jahre später und ich muss mein Urteil revidieren. Ich finde die Telecaster mittlerweile schön. Ja. Ich finde die Telecaster mittlerweile schön. Okay. Also letztes Jahr ging das ja schon so los, da habe ich mir die allererste Telecaster in meinem Leben gekauft, die American Performer. Hier blende ich das Video ein dazu. Und seitdem geht es so mit der Liebe, ne? Also mit der Telecaster-Liebe. Und ich habe mich da jetzt so lange mit beschäftigt. Seit Tagen nörde ich schon wieder rum. Und zwar, es geht um Fender Telecaster. Seit Monaten und in den letzten Wochen, es wird immer schlimmer. Man darf ja wohl noch träumen. Es wurde immer schlimmer. Roy Buchanan, Danny Gatton, Mike Campbell besonders von Tom Petty and the Heartbreakers. Und da habe ich mir überlegt, also ich muss mal irgendwann eine richtig gute Tele mir zulegen. Fehmarn, die Sonneninsel. Hier bin ich jetzt seit einer Woche und das ist jetzt ungefähr die 2. Stunde Sonne. Ist eine gute Tele zwangsläufig eine alte? Nee, aber unter den alten sind bestimmt sehr, sehr gute. Ich habe noch nicht so viele alte Gitarren gespielt, aber irgendwann war ich mal bei Andy Kloppmann und da habe ich mal seine 54er oder sowas gespielt. Die fand ich sensationell. Schön. Und ich hoffe nicht, dass mir da mein Gedächtnis so ein Schnippchen schlägt, so nach dem Motto, oh, das ist eine alte, die muss gut sein. Vielleicht ist das ein bisschen so, aber ich finde, dass die auf jeden Fall, die hatte was. Das war eine resonante Gitarre, für mich auf jeden Fall. Die spielte sich toll und die sah toll aus. Also ich finde ja, dass diese Custom Shop Jungs echt einen guten Job machen. Da habe ich jetzt mal lange Zeit recherchiert, was es denn da so gibt. Nee, habe ich nicht. Ich habe erstmal recherchiert, was kostet denn, was will ich überhaupt für eine haben. So erstmal rein vom Äußerlichen. Und da fand ich diese Blackguards Nocaster 50, 51, 52 Butterscotch Blackguard, ihr wisst, die finde ich so vom Ästhetischen her echt richtig schön. Ja, natürlich brauchte ich nicht lange gucken bei Reverb und ich glaube, ich habe auch noch hier so einen Vintage Price Guide rumfliegen. Diese Originaldinger sind ja absolut nicht mehr zu bezahlen für den normalen Sterblichen. Ich habe eine gesehen, die gefiel vom Äußerlichen auch her sehr gut. Die kostete, ich glaube, 60.000 Dollar oder Euro. Das weiß ich jetzt nicht. Das müsste ich noch mal recherchieren. Blödsinn und große Schweinerei. Dann habe ich mal mich im Custom Shop umgesehen, weil meine American Performer oder wie die heißt, das ist echt eine sehr gute Gitarre, aber so richtig der Mojo, wenn ihr versteht, was ich meine, kommt da nicht rüber. Und ich dachte, vielleicht fahre ich demnächst mal ein bisschen durch die Gegend, mal wieder zum Music Store und gucke mir da mal ein paar Custom Shop Dinger an. Und jetzt ist mir bei dieser ganzen Recherche sind mir mehrere Sachen aufgefallen. Und zwar einmal, mir gefällt sehr oft dieses Relicking, ne? Dieses Abgeranzte. Das ist mir bei Fender Custom Shop sehr oft sehr übertrieben. Es gibt zwar auch welche, die sind dann nur so leicht geaged, nur so ein paar Dings und Dongs irgendwie dran, aber dann fehlt mir da wieder was. Also kurzum, da bin ich irgendwie nicht warm geworden. Ne, mit den Dingern. So, und dann habe ich noch mal mich in Nashville umgeguckt. Keine andere Stadt hat's mir so angetan. Ne, dann bin ich mal nach Nashville geflogen und habe da mal alle Leute
Ich bin den getroffen und Nashville, Tennessee. diese Nashville-Freaks, die haben dann gesagt, Carsten, geh doch mal zu Dan Strain von Danocaster, der baut dir eine schöne. Da gebe ich gleich mal einen Tipp raus. Wenn einer sich mit Teles richtig gut auskennt und der das auch noch ganz toll präsentiert, so unaufgeregt und so weiter, dann ist das Ask Zach Childs. Da gibt es noch einen anderen Kanal von dem, der heißt True Tone Lounge. Ja, blende ich ein. Und das sind zwei fantastische Kanäle. Also Dan Strain. Es gibt ja gerade so in dieser Nashville-Szene, die ist ja echt Telecaster verseucht sozusagen und viele Country-Fritzen. Ich will jetzt nicht unbedingt ein Country-Gitarrist werden. Aber ich finde, die haben echt so tonmäßig, finde ich, haben die echt einen guten Geschmack. Also ich spiele ja immer mehr Clean und dieser Telecaster-Ton, der gefällt mir einfach richtig gut. Und der ist einfach noch ein bisschen knackiger und anders, ein bisschen Cowboy-mäßiger als so eine normale Strat. Und dann ist mir der Name Danocaster und Dan Strain immer mehr aufgefallen. Und so ganz viele Leute sagen, ey, wenn einer so Relic authentisch vernünftig machen kann, so dass sich das anfühlt, als hätte man einen alten, guten Freund in den Händen, dann sollte man mal diesen Dan Strain von Danocaster checken. Ja, und das fand ich ja hochinteressant. Der Typ ist selber ein sehr guter Gitarrist. Und dann baut er schon seit 15, 18 Jahren irgendwie Gitarren. Hat er für ganz viele Nashville-Jungs so Fender-Style-Gitarren, also er nennt sie dann Single-Cut und Double-Cut gemacht. Da sind so ganz viele Leute dann hingekommen und haben gesagt, ey, kannst du mal hier Jumbo-Bünde drauf machen und ich will den halt so und so machen, und das war dem wohl alles zu stressig. Hat er dann irgendwann vor ein paar Jahren so eine Art Burnout gehabt. Der hatte keinen Bock mehr, Gitarren zu bauen. Und dann hat er erstmal in den Sack gehauen. Und alle waren total traurig. Oh Mann, die tollen Gitarren. Und dann ist er irgendwann aber wieder angefangen. Und dann hat er gesagt, also, das geht jetzt aber hier nach meinen Spielregeln. Ich baue jetzt nur noch die Klampfen, wo ich Bock drauf habe. Oh ja. Und dann hat er die nur per Instagram verscherbelt. Und hat nur noch 1 oder 2 die Woche gebaut. Vorher waren es wohl 5. Und die gehen weg wie geschnitten Brot, immer noch. So, und dann habe ich gedacht, naja, da hat man wohl dann keine Chance, so ein Ding wenigstens mal anzutesten und sich anzugucken. Aber diese ganzen Bilder und diese feinen Arbeiten, die der da so macht. Ich habe das mal mit wirklich alten Klampfen fotomäßig verglichen. Und ich fand immer, bei dem sah das absolut authentisch aus. Und gut, eine Klampfe muss ja irgendwie gut bespielbar sein und einen guten Sound haben. Das ist ja auf jeden Fall Nummer 1. Aber, und da kann ich mich auch natürlich gar nicht von freisprechen, die muss auch geil aussehen. Und wenn man jetzt so einen Oldschool-Tele-Sound haben will, gute Bespielbarkeit, bla bla, dann möchte ich auch ganz gerne, dass das Ding, ich will nicht sagen historisch korrekt, aber überzeugend aussieht. Und ich finde, das macht dieser Dan Strain. Und ich bin nicht allein. Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Tja, ist aber trotzdem doof, wenn man an so ein Ding nicht drankommt. Ne? Und dann habe ich halt gewühlt und geguckt und so. Und dann habe ich in einem Laden tatsächlich eine Telecaster gefunden, die eigentlich nicht meine Traumklampfe ist, weil ich wollte ja Butterscotch haben. Aber die finde ich auch gut. Und dann habe ich gescrollt und gescrollt und gescrollt. Ich glaube, das hat 20 Minuten gedauert, bis ich dann, weil die ist vom Baujahr 2018, die mich da interessierte. Und dann habe ich da den Post gefunden und da hat einer drunter geschrieben, Matt Singleton, glaube ich. Hi Matt. Ja, die ist bald meins oder so. Ich blende das gleich nochmal ein. Und dann dachte ich, oh, den schreibe ich jetzt mal an. Vielleicht kann er mir ein paar Infos geben, ob das seine Klampfe ist. Weil sie war ganz gut zu erkennen.
eine blonde Tele White Guard, naja, mit Maple Neck. Also die sehen auf dem kleinen Instagram-Bild erstmal fast alle gleich aus. Aber die hatte im Neck so einen komischen, dickeren Pickup. Sah ein bisschen aus wie ein P90, aber so komisch. Und dann stand da drunter Goldfoil. Muss ich zugeben, kannte ich nicht. Und das sind von Arcane Pickups ein Goldfoil. Aber auf der Webseite konnte ich das auch nicht erkennen, was es überhaupt für ein Modell ist. Naja. Jetzt habe ich mit dem Vorbesitzer ziemlich lange hin und her. Sehr, sehr nett war das. Dann habe ich gefragt, wieso hast du die Klampe verkauft eigentlich? Ja, er hätte noch 2 oder 3 andere Danocasters und die fand er wohl ein bisschen besser. Also Danocaster-Fan. Und der hat dann diese Klampe irgendwann an einen Profi in LA verkauft. Und dann wusste er nicht mehr. Und dann habe ich ihm die Anzeige kopiert von Lovies Guitars, heißen die, glaube ich, in L.A. Und habe ihn nochmal gefragt, meinst du, das ist deine? Sagt er, ja, das war meine. Somit hatte ich den Vorbesitzer rausgefunden. Und dann habe ich ihn, glaube ich, gefragt, ist die gut? Ist die trotzdem gut, auch wenn du sie verkauft hast? Ja, bla bla. Auf jeden Fall so ein paar Informationen ausgetauscht. Und dann habe ich dem gesagt, ich glaube, ich drücke da auf den Knopf und kauf die mal. I really wanted to satisfy these people and this list got longer and longer. Ich habe noch nie eine Gitarre aus USA importiert. Ich hatte null Ahnung, wie das funktioniert. Und ja. Alter, ich werde verrückt. Tiefer. Interessant. Nein. Oh. Junge. Oh, Alter, ist die leicht, ey. Hammer. Federleicht. Knaller. Das ging aber echt schnell. Von Bestellung weiß ich nicht mehr genau. Wann habe ich die denn bestellt? Am 23. September. Abends um 21:50 Uhr habe ich die bestellt. Und heute ist der 6. Oktober. 13 Tage mit dieser ganzen Zollkacke und so weiter hin und her geschippt aus LA, aus Los Angeles. Da kann man nicht meckern. Ich hatte schon echt ein bisschen Schiss, also so eine Klampe aus Übersee kaufen, ohne zu wissen, wie sie ist. Also ich habe schon ein paar Gitarren blind gekauft und habe eigentlich immer Glück gehabt. Jetzt habe ich sie seit ein paar Wochen habe ich sie hier und ich spiele die jeden Tag
Und Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe schon so ein paar Gitarren in der Hand gehabt. Und vielleicht sieht man das, ich habe vielleicht auch immer noch die rosarote Brille ein bisschen auf. Das verschwindet aber langsam. Also langsam bin ich wieder im Land der Realität gelandet und habe sie jetzt sehr viel gespielt, auch gegen meine Telecaster, gegen meine American Performer angetestet. Und ich muss sagen, das ist eins der besten Instrumente, die ich je gespielt habe. Es passt eigentlich alles. Also hier sind jetzt auch keine mega fetten Jumbo-Bünde drauf, ne? Also keine 6105 oder noch dicker, sondern es sind 6125 für die absoluten Nerds und Fachleute unter euch. Die sind ein bisschen schmaler und nicht ganz so hoch. Ich finde, das passt wie Arsch auf Eimer. Dann zum Hals, die Halsform, das war natürlich absolut ausschlaggebend. Viel wird im Internet gesagt, dass der so tolle Hälse macht, also jetzt gar nicht von der Form her, sondern wie die sich anfühlen. Und das kann ich nur bestätigen. Ich weiß nicht, was der macht, das sind natürlich irgendwelche Geheimnisse, die der auch nicht ausplaudert, ist mir auch ehrlich gesagt kackegal. Fühlen sich fantastisch an. Auch so dieser Übergang, den so Fender immer so ein bisschen grob macht, ne, hier noch lackiert und dann machen die, keine Ahnung, einen Zentimeter und dann wird es hier unlackiert. Das ist hier alles sehr homogen gemacht. Ist mir zwar nicht wahnsinnig wichtig, weil wichtig ist, wie lässt sich das hier spielen. Also ich würde meinen, dass das geölt ist. Ist aber nur so eine Vermutung. Die Halsform, das ging aus der Beschreibung nicht so richtig hervor. Der hat immer so einen kleinen Hangtag. So, da steht dann irgendwas von 88V, ne? Und da dachte ich nur, oh weia, ist das ein V-Hals, weil so richtige V-Hälse, da bin ich kein Fan von. Habe ich ein paar Mal in der Hand gehabt und dachte, oh nee, bloß weg damit. Und ich sage jetzt mal, das ist ein ziemlich abgeschwächtes V. Und ich komme da super mit klar. Zu dem Pickup mal ganz kurz hier. Da waren die Ansichten vom Verkäufer und von dem Ex-Besitzer ein bisschen unterschiedlich. Die haben sich, glaube ich, ein bisschen vertan. Ich glaube, der Laden hat sich vertan. Also, es ist ein Arcane Gold Foil, wie ich schon sagte. Der ist aber nicht auf irgendwelchen Webseiten zu finden. Und dann habe ich da irgendwo einen Kommentar drunter gemacht. Ich glaube, ich habe es auch fotografiert und dann bei Instagram eingestellt und habe die dann markiert. Und dann haben die geantwortet. Also das ist so ein P90 Style Gold Foil, also ein Single Coil. Und der sieht deswegen so komisch aus, weil die das damals mal so ein bisschen ausprobiert haben mit dem Design und überhaupt P90 Gold Foil Style. Und das hier ist Seriennummer 0001. Und dann haben die gefragt, wie klingt er denn? Und dann habe ich America-mäßig geantwortet, awesome. Was so viel heißt wie gut. Und ich finde wirklich, dass der gut klingt. Das fand ich fand ich den immer, also nicht bei meinem, bei der American Performer fand ich das immer so ein bisschen schwach, aber auch okay. Und ist hier noch Verzerrer drin? Ja. Hall mal ein bisschen weniger.
finde den spitzenmäßig. Und zwar auch in allen möglichen Volumen-Poti-Stufen, ne? So, ganz kurz mal, das sind jetzt beide. So, und das hier in der Bridge, das ist ein Jason Lollar Pickup, Single Coil. Weitere Bezeichnung, keine Ahnung. Habe ich auch gesehen, ist auch in dieser Nashville-Szene unterwegs. Auch einer von den vielen Pickup-Bauern neben, glaube ich, Ron Ellis und wem auch immer. Und natürlich Andreas Kloppmann. In Nashville stur bei Bremen. Ich will es mal so sagen, die American Performer, die ich gerade jetzt zu verkaufen habe, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich sage es nochmal, ist eine echt gute Gitarre. Aber das Frequenzbild, was die billige hergibt, ist so von unten, ich sage es mal ganz blöd, von 50 Hertz bis 20 Kilohertz. Ist es natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Sehr breit gefächert. Kann man jetzt sagen, ja, ist doch gut, ist doch geil. Ja, finde ich nicht. Bei dieser hier ist es so, dass die macht genau die Gitarrenfrequenzen, auf die es ankommt. Also die ist eher fokussiert auf Gitarrenfrequenzen. Also die hört dann, sage ich mal, irgendwie bei 6, 8 Kilohertz auf. Das ist jetzt alles technisches Gebrabbel und Halbwissen und das ist auch echt nicht wichtig. Aber ich hoffe, dass man verstehen kann, was ich damit meine. Also das ist einfach so typischer. Und das nächste ist, man nimmt die in der Hand und denkt, Alter, die will ich gar nicht mehr außer Hand legen. Und das passiert mir bei Gitarren manchmal, aber eher selten. Und das hat natürlich was mit dem Sound zu tun. Gefällt mir absolut geil, auch an verschiedenen Amps. Keine Fragen offen. Wie sie sich spielen lässt, wie sie sich anfühlt und wir kommen jetzt wieder auf diese Aussehen-Scheiße. Also ich finde ganz ehrlich, wenn da jetzt nicht Denocaster draufstehen würde und hier auch kein Goldfoil drin wäre, dann geht die für mich wie eine 50, 60 Jahre alte Gitarre durch. Das ist nämlich überhaupt nicht übertrieben, wie der das mit dem Reliken gemacht hat, sondern das ist so, wie man es auf jeden Fall für meinen Geschmack machen sollte. Also da siehst du jetzt, da sehen unten irgendwelche Leute, die vor der Bühne stehen und dann Gitarristen sehen, die sehen jetzt nicht im ersten Moment, oh, der hat aber eine alte Gitarre. Das siehst du halt bei diesen Heavy Relics und so. Aber so dieses minimale Reliken, was ich dann als Spieler sehe und ich habe dann die Klampfe in der Hand und dann denke ich immer, oh, die könnte alt sein. Ist von 2018. Ist alles ein bisschen balla. Aber wenn es dem Spieler, in dem Fall mir, hilft, dann ist es gut.
Und das reicht ja auch. Und so sollte es bei dir auch sein. Wenn du sagst, ich finde PU, die müssen poliert sein und glänzen und so weiter. Das ist voll geil. Dann ist doch alles gesagt und getan. Ich könnte ein paar Gitarren vielleicht irgendwann mal verkaufen. Ne? Die gehört nicht dazu. Die bleibt hier im Haus. Danke fürs Zuschauen. Bis bald, Leute. Ciao.